neue, wirklich sehr gestreckte Foil-Linie von Axis läuft unter dem Namen Axis Research Team. So, da findet ihr das auch auf der Webseite. Ein komplett neuer Flügel, klar, wieder Vollcarbon, kompatibel mit der Black Fuselage und wirklich bisher das gestreckteste Modell aus der gesamten Palette. Wir haben dieses Modell mit zwei verschiedenen Masten getestet, einmal den 81er Aluminiummast oder den 76er Carbonmast. Und als Fuselagelänge haben wir die Short gewählt. Diese hat eine Länge von knapp 67 cm. Und zu guter Letzt hat das ganze System der 400er Flat Rear Wing stabilisiert. Der Frontflügel ist 1 Meter breit und hat ein Aspektratio von wirklich fast 10. Das ist enorm. Und wenn man ihn zum ersten Mal sieht, denkt man, oh, das ist aber ganz schön sportlich. Wir haben einen ganz leichten Schwung im Frontflügel, eine etwas als geringere als mittlere Profildicke und minimal schlanker werdende Tipps. Für den Stabi hat Axis einen kleinen Shim dazu geliefert mit 1 Grad, den haben wir auch verwendet. Dazu kommen wir noch etwas später. Montiert wird das gesamte, wie immer, sauber verarbeitete System mit 2 verschiedenen Torquegrößen. Das könnte natürlich nur eine sein, aber ist in dem Fall auch zu verschmerzen, da alles sehr einfach und passgenau gearbeitet ist. Man muss ganz klar sagen, auch wenn es in teilweise anderen Testberichten, die schon im Netz veröffentlicht wurden, anders dargestellt wird, der Art 999 ist wirklich ein absoluter High-Performance-Flügel mit 1000 Quadratzentimeter. Das ist definitiv nicht viel. Braucht es einfach schon einen sauberen, gleichmäßigen Zug im Wing, damit dieser Flügel auch gut startet. Hilfreich, wie hier sehr schön zu sehen, ist einfach natürlich ein starker, gleichmäßiger Wind. Aber auch Boards mit einer sehr langgezogenen, geraden Rockerline sind hier natürlich dabei hilfreich oder auch eine absolut saubere und konsequente Anpumptechnik. Hier geht es ganz klar um etwas mehr Geschwindigkeit, damit der Flügel eine gleichmäßige Strömung aufbauen kann. Einmal aufgestiegen lässt sich der Art 999 dann nicht mehr aufhalten. Er hat eine wirklich absolut exzellente Beschleunigung und er lässt sich auch, wenn der Druck mal etwas nachlassen sollte, ganz optimal durch ein leichtes Pumpen beschleunigen. Dafür braucht es wenig Kraft und auch wenig Balance, da wir hier vom Frontflügel in Kombination mit dem Rear Wing ein sehr schönes Feedback bekommen. Das Ganze funktioniert hier eher ganz intuitiv. Und auch wenn der Flügel insgesamt auf höhere Geschwindigkeiten ausgelegt ist, so funktioniert er doch auch gut oder fehlerverzeihend halt in langsamerer Fahrt. Also das Ankündigen eines Stalls erfolgt halt langsam und ist jederzeit halt gut kontrollierbar und man kann es auch einfach mal wieder ausgleichen. Kommen wir zu der Achsenstabilität der Pitchachse. Hier haben wir ein wirklich komplett stabiles System, welches über einen großen Windbereich sehr entspannt zu fliegen ist. Und das gilt insbesondere für einen hohen Geschwindigkeitsbereich. Wer insgesamt versiert ist, der kann halt auf den Shim auf dem Stabi verzichten. Und wer es insgesamt etwas gutmütiger mit mehr Stabilisation möchte, der sollte den 1 Grad Shim verwenden. Klar, das Ganze geht hier darum, halt den absoluten Topspeed auskosten zu können. Und ohne den Shim ist der halt wirklich bei 0 bis knapp Minus eingestellt, sodass er hier den wirklichen Topspeed freigibt. Schauen wir auf die Drehfreudigkeit, die Rolle und die Yaw. So haben wir hier ein typisches Axis Vollmodell, was insgesamt halt nicht so gerne in die Rolle möchte, außer man gibt am Anfang erstmal ein klein wenig Druck auf die Nose und geht dann in die Rolle. Dann geht der Flügel auch recht willig um die Kurve. In der Yaw-Achse ist der Axis Art 999 vollständig frei. Auch hier hat man ein insgesamt sehr schönes Feedback. Wenn man alle 3 Komponenten zusammenzählt, ist das doch
hier schon ein harmonisches Bild, was wie gesagt halt auf Speed und auf Glide ausgelegt ist. Es handelt sich jetzt hierbei nicht um einen extremen Wellenkünstler für enge Radien, sondern mehr für die großen, langgezogenen Bedingungen und auch den ganzen Downwind-Bereich. Insgesamt fühlt sich der Flügel sehr effizient an und der hat halt auch wirklich spürbar weniger Drag als andere. Also gerade wenn man hier andere Winger überholen möchte und daran Spaß hat, ist das auf jeden Fall auch die erste Wahl. Und wirklich spannend zu erwähnen ist nochmal ein besonderer Fakt. Ist einfach, dass der Auftrieb, den der Frontflügel generiert, bei weniger Wind oder bei weniger Geschwindigkeit sich so anfühlt, als ob er mehr Auftrieb liefert als bei hoher Geschwindigkeit. Das heißt halt, der Vorderfußdruck ist insgesamt etwas höher bei geringeren Geschwindigkeiten als bei maximalem Speed. Das beschert ihm insgesamt einen großen Windbereich, der kontrolliert zu managen ist. Dank der sehr hohen Geschwindigkeit eignet sich der Art 999 natürlich auch gut zum Springen. Man hat hier aus dem Flachwasser, also man braucht gar keine Rampen unbedingt, schon ein hohes Maß an Pop, was man hier über den Speed aus dem ganzen System herausbekommt. Und auch bei der Eintauchphase ist es halt angenehm, weil der Flügel einfach wenig Drag hat. Man muss halt ein wenig aufgrund der Spannweite ein bisschen mehr auf dem hinteren Fuß landen. Das ist hier insgesamt angenehmer. Die Strömung liegt aber hier auch schnell wieder an. Also in dem Bereich ist das Ganze auch echt top. Beim verwendeten Mast würden wir auf jeden Fall die Komponenten noch mal eine Nummer länger empfehlen. Das heißt halt entweder ein 91er Alumast oder den 86er Carbonmast. Dann erlaubt das Ganze hier mehr Rolle, sprich mehr seitliche Neigung. Dann bekommt man nicht so schnell ein Wing-Out, weil das mag auch der Art 999 nicht unbedingt. Kommen wir kurz zum gesamten Setup. Da hat der 400er Stabi, ob mit oder ohne Shim, sehr gut zu dem ganzen System gepasst. Wie gesagt, halt immer in Abhängigkeit davon, welchen Geschwindigkeitsbereich oder wie fehlerverzeihend man das System haben möchte. Der Einsatzbereich ist ganz klar, es ist halt wirklich ein Flügel für schon etwas bessere Fahrer. Der Einsteiger, der sollte sich jetzt hier nicht unbedingt in dieser Richtung orientieren, da wird er mit der BSC-Serie deutlich mehr Freude besitzen von Axis. Klar, wenn man jetzt ein Körpergewicht von vielleicht 60 Kilo aufweist, maximal, dann ist auch dieser Flügel so harmonisch und rund und stressfrei zu fahren, dass man damit auch als Einsteiger starten könnte. Die eigentliche Zielgruppe sind aber Wingfoiler oder Foilerinnen, die große, langgezogene Dünung surfen wollen, die schnell wingen möchten oder einfach mit wenig Impuls eine maximale Pumpleistung aus dem Flügel zu beziehen. In puncto Speed und Glide schlägt er auf jeden Fall nochmal die HPS-Serie von Axis. Und auch im Vergleich zu den Mitbewerbern nimmt der Flügel hier eine besondere Stellung ein. Klar, die Frage bleibt natürlich halt, warum jetzt nochmal die Art-Linie, obwohl man schon eine HPS-Linie hat, die sehr gestreckt ist und auch eine gute Performance, gerade auch beim Pumpen besitzt. Ganz klar, weil der Flügel hier, der Art 999, seinen Glide aus der Geschwindigkeit zieht, wohingegen eine HPS-Linie mit einem etwas dickeren Profil aufgrund der frühen Anströmung des Ganzen seinen Glide zieht. Wer also insgesamt noch mehr Leistung haben möchte oder das Maximum an Leistung haben möchte in diesem Bereich Speed und Glide, der ist natürlich halt mit der Art-Linie hier definitiv perfekt bedient. Es gibt das Ganze noch in 100er Schritten, in 1099, 899 und 799. Insgesamt kann man sagen, dass Axis mit dem Art-Modell die Palette sehenswert nochmal um diesen speziellen Bereich erweitert hat.